meine Lieben, heute geht es mal darum, ein Kästchen zu fräsen. Ähnlich wie so ein Eichekästchen. Da habe ich auch schon mal ein Video von gemacht. Diesmal in Esche und das soll ganz flach werden. Und das zeige ich euch jetzt. Ich habe das jetzt mit Library Cat Zeichnung gemacht. Einfach 60 mm Durchmesser. 5 mm Wandung, das soll der Deckel geben. Und das gibt das Unterteil. Auch 60 mm Durchmesser, 5 mm Wandung. Und das gibt das Innenteil quasi der Versatz, wo dann der Deckel drauf sitzt. Und ich habe jetzt den Versatz 2/10 kleiner gemacht, wie das Innenmaß von dem Deckel, damit das dann hoffentlich zusammenpasst. Jetzt machen wir erstmal dieses Teil, das Oberteil. Wir nehmen den 6 mm Fräser, machen uns den Nullpunkt in die Mitte, nehmen uns das Ausschnitttool, machen da schon mal eine Tasche raus. Ich will das aber nicht so waagrecht fräsen, ich will das parallel fräsen, das heißt, er fräst im Kreis. Jetzt ist mein Material nur 14 mm dick, dann machen wir den Deckel mal 10 mm, also die Tasche, die Tiefe von der Tasche. Genau, dann nehmen wir uns das Ausschnitttool, gehen hier außen drauf. Frästiefe habe ich ja gesagt, ist 14, also komplett durch. Eine Anbindung. Machen wir Anbindung 5 mm und die Höhe 3, genau. Und anbinden. 1, 2, 3, mal 4 Stück. Die Eschebrettchen, ich habe nur noch hier so Reste. Deshalb müssen wir das auf zweimal fräsen. Das passt leider nicht auf 1 drauf. Deshalb fräsen wir jetzt nur das Teil erstmal und dann fräsen wir das andere Teil. Ja, dann gehen wir mal Bearbeitung starten. Jetzt müsste es gleich hier auftauchen. Genau, hier sieht man das. Und dann baue ich euch mal um und dann geht schon los. Bis gleich. So, umgebaut und jetzt fahren wir die Maschine mit der Tastatur natürlich auf unseren Weg zum Mittelpunkt. Ich habe da jetzt mal ein kleines Kreuz drauf gemacht, nur eingemessen. Da fahren wir jetzt den Fräser genau hin. Weil wir haben ja den Mittelpunkt oder den Startpunkt in die Mitte von dem Kreis gesetzt. Da setzen wir jetzt ungefähr den Fräser hin. Jetzt fahre ich so weit runter, dass der Fräser gerade so oben drauf ist. So, genau. Jetzt null ich die Fräse ab. Alle Achsen auf 0. Dann fahren wir einmal hoch. Jetzt machen wir noch unsere Späneabsaugung drauf. Ist zwar für euch blöd, oder lasse ich sie mal ab. Dann habe ich die Fräse wieder so versaut. Ich lasse sie mal ab, dann wird das besser. Wir lassen sie ab. Und jetzt können wir auf Start drücken.
So, das war das Bauteil. Jetzt fahren wir die Fräse mal an die Seite. Vom Geräusch her hat es sich jetzt nicht so ganz toll angehört. Spannen wir das Teil mal aus. Ich sehe schon, hat es nicht ganz ausgefräst. Ich bin nicht ganz durch, obwohl ich 14 mm eingegeben habe, aber es ist minimal. Vielleicht sieht man es auch. Es ist gerade so, dass ich es durchbiegen kann. Da schneide ich mit dem Cuttermesser jetzt raus. Aber ihr versteht das Prinzip. Ich spanne jetzt das untere Teil ein und dann fräsen wir das auch zusammen. Und das hole ich in der Zeit dann daraus. Bis gleich. So, Maschine ist eingerichtet für das zweite Teil. Abgenullt habe ich schon. Diesmal fräsen wir mal mit Absaugung. Gibt dann immer doch eine Sauerei. Und der Fräser ist mehr befreit von den Spänen. Ich habe eben schon gemerkt, ihr kriegt die Späne nicht aus der Nut raus. Weil das ein Zweischneider ist, mit geraden Schneiden. Und der zieht die Späne nicht raus. Dann ist mit Absaugung einfach besser. Ich hoffe, ihr seht es trotzdem. Und dann starten wir mal. So, ging ja ratzfatz. Machen wir die Fräse an die Seite. Und so, man hat es auch gleich gehört, weil die Späne werden direkt rausgezogen. Es ist halt, die Nuten sind dann frei. Jetzt habe ich es auch ein bisschen tiefer gestellt. Ach, sogar schon ab. Sieht doch gleich ganz anders aus. Jetzt hole ich mal das Oberteil. So sieht das jetzt aus. Einmal Unterteil, einmal Oberteil. In der Hoffnung, dass es zusammenpasst. Das probieren wir jetzt. Sind Rohteile, nichts dran geschliffen. Wie sollte das? Hoffentlich. Ja, aber hundertprozentig, was man mit einer Eigenbau CNC-Fräse für eine Genauigkeit hinbekommt, bin ich immer wieder fasziniert. Das bearbeiten wir jetzt noch schön. Ich mache die Kanten, schleife ich jetzt noch schön. Das brauche ich euch nicht zeigen, denke ich. Und dann zeige ich euch ganz zum Schluss nochmal. Bis gleich. Ja, und jetzt das Endergebnis. Bisschen grob geschliffen. Ich finde, sieht richtig toll aus. Ich liebe Holz. Allein die Maserung. Schön in Esche. Und dass man mit einer Eigenbau-CNC-Fräse sowas Tolles bauen kann. Mit der Hand wäre das schon schwierig und vor allen Dingen langwierig und so genau hinzubekommen. Schwierig. Stecken wir es nochmal zusammen. Perfekt. Absolut toll. Kann man schön einen Ring oder irgendwie was reinmachen oder irgendwelche kleinen Teile für die Werkstatt. Super. Bitte baut's nach, fräst es nach.
Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo da und einen Daumen hoch. Ich danke euch. Ciao, macht's gut.